Wir sind in Mexiko angekommen. Mit der schönen Stadioneinfahrt geht es also raus auf die lange Start- und Zielgerade, wo natürlich auch Geschwindigkeitsrekorde gebrochen werden können. Das wird beim Start sehr, sehr interessant. Wir haben auf jeden Fall besseres Wetter im Rennen als in den USA beim letzten Grand Prix. Das war ja die Hölle. Also wir sind zwar Zweiter geworden, alles schön und gut, aber das Wetter hätte ich gerne eingetauscht. Also im Blitzqualifying hätte ich gerne Regen gehabt und dafür im Rennen besseres Wetter. Das war echt ganz großer Krampf hier teilweise. Auch wieder mit einem Safety Car. Das wird es heute wahrscheinlich nicht geben, außer es fängt spontan irgendwie an, junge Hunde zu regnen. Aber in Mexiko ist immer schönes Wetter, wenn wir hier fahren, wenn Formel 1 ist. Und hier kann ich mir durchaus auch Hoffnung machen auf den Sieg. Außer Verstappen lässt die Muskeln wieder spielen, was er durchaus machen lässt. Ist eine sehr schöne Strecke. Schöner Rundkurs. Hier Sektor 2. Ist ein bisschen tricky. Hier musst du im richtigen Moment immer einlenken. Aber wenn du das hinbekommst, die Streckenbegrenzung nicht überschreitest, dann bist du eigentlich auch ganz gut mit dabei. Und das Highlight natürlich hier die Stadioneinfahrt, wo dann in der letzten Runde das Konfetti aus den Fontänen rausgeschossen kommt. Das ist halt auch mir das große Highlight hier. Und wir haben eine gute Runde bislang abgeliefert. Und das müsste für die Pole Position reichen. Ja, reicht. Ganz knapp vor Verstappen auf Position 1 gehen wir also dann ins Rennen. Damit ist das Qualifying rum, aber keine Sorge, wir sind morgen zurück mit dem eigentlichen Grand Prix. Und es wird auch hier wieder nur über Verstappen gehen, weil der hat halt das schnellste Auto und das beste Auto im Gesamtpaket. Aber dann kommen eigentlich schon wir, Norris, Piastri, die üblichen Verdächtigen, Alonso, Sergio Perez, Russell auf der 7. Ferrari hat diesmal ein bisschen reingechoked, die waren auch mal ein bisschen weiter oben. Also starten wir rein. Die ersten Meter werden auf jeden Fall sehr, sehr entscheidend. Wir starten mit einer Rennstrategie rein, wo ich nicht ganz so zufrieden bin. Erzähle ich euch aber gleich. Ich werde zuerst mal hier einen guten Start bekommen. Und der war alles andere als gut. Verstappen zieht schon vorbei. Piastri kommt da auch schon rechts. Achtung, da will ich jetzt nicht weiter rausfahren auf die Ideallinie. Nicht, dass ich da noch irgendwie in Bredouille gerate. Aber vielleicht hole ich mir den ersten Platz gleich schon wieder zurück, indem ich hier später bremse. Verstappen mich hoffentlich nicht dreht. Das ist wieder alles gut gegangen. Start ist auch wieder nicht so gut gelungen. Ich kriege natürlich schon wieder eine Verwarnung. Den Screen können sie eigentlich standardmäßig immer einblenden lassen. Also wir fahren 9 Runden auf Mediums und dann auf den harten Reifen. Die andere Variante wäre gewesen 6 Runden Softs und dann 12 Runden Mediums. Bei den 12 Runden Mediums wäre natürlich die Gefahr groß gewesen, dass der Grip dann am Ende ein bisschen nachlassen würde. Bei den harten Reifen vielleicht liegt es daran, weil wir sehr viele enge Kurvenabschnitte haben. Vielleicht sind da die harten Reifen. Das könnte ich mir vorstellen, dann ganz gut. Vor allem, wenn wir die Kombination hier haben. Und wenn ich das so sehe, wird Verstappen diese Strategie auch haben. Piastri vielleicht auch. Alonso wird dann nach 6 Runden reingehen. Also sehr, sehr interessant. Es kommt natürlich auch wieder auf die Boxenstops an, natürlich. Und auf diese lange Gerade. Da muss ich mich halt verteidigen mit ERS. Das hilft nichts. Aber jetzt möchte ich es noch nicht hier komplett verschwenden. Wir gucken mal, wie das hier mit der reinen Motorleistung geht. Wahrscheinlich wird Verstappen jetzt vorbeiziehen. DRS ist noch nicht aktiviert, Gott sei Dank, aber es wird gleich aktiviert. Verstappen kommt, ist im Windschatten, wird nicht vorbeikommen. Nee, das schafft er nicht. Er kommt zwar ran, aber er kommt nicht entscheidend vorbei. Aber dann halt in der nächsten Runde. Beziehungsweise jetzt hier gleich gibt es ja auch DRS. Und Alonso ist schon fast 2 Sekunden hinter. Also wir können jetzt schon eine etwas größere Lücke hier klaffen. Ich möchte halt auch das ERS so gut es geht sparen. So lange wie es geht, ne? Ich will ja da auch ein bisschen schonender fahren. Habe ich ja die Tipps von euch bekommen. Und es schaut ganz gut aus bislang. Wenn das so weitergeht, dann bin ich zufrieden. Dann kann ich, glaube ich, zufrieden sein. Hier habe ich immer ab und zu Probleme gehabt, dass ich die Streckenbegrenzung überschritten habe. So wie hier. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich. Nein, gibt nicht die erste Verwarnung. Aber Verstappen kommt ran. Mit dem geöffneten Frontflügel. Beziehungsweise Heckflügel. Die Heckklappe. Frontflügel ist was anderes. Schon wieder so viel Aufregung hier. Runde 2. So jetzt aber. Jetzt muss ich DRS verteidigt bekommen. Aber das wird nichts. Verstappen wird jetzt an mir vorbeifahren. Da kann ich nichts machen. Der hat die schnellste Rundenzeit. Alonso mit der 1:17:304. Aber ich kann mich verteidigen. Ich ziehe sogar ein bisschen weg. Jetzt mache ich es mal aus. Na, er kommt ran. Ich muss ihm das irgendwie so ein bisschen streitig machen. Muss aber halt auch auf meine Reifen hier immer wieder gucken. 6%, 4, 5, das ist okay. Das geht gerade noch.
Oh, jetzt kommt er aber, ja, mit wieder DRS. Jetzt wird es ganz, ganz schwer, ganz, ganz kritisch, aber wieder später bremsen. Früher hier auf die Ideallinie. Ich sehe immer die roten Pfeile, das heißt immer nichts Gutes. Und dadurch kommt Alonso halt auch wieder näher ran. Sainz mit einer 2,6 Sekunden Rückstand. Also der hier die wenigsten Fehler macht, der wird dann halt auch am Ende das Rennen gewinnen. Selbstverständlich. Und natürlich der mit dem schnellsten Auto. Was natürlich Verstappen hat, aber wir können auch mal Glück haben. Wir können uns verteidigen. Verstappen kann auch mal nicht so guten Boxenstopp gerne hinlegen. Sei ihm gegönnt. So, die Kurve muss ich auch ein bisschen besser nehmen. Vielleicht kann Alonso ja Verstappen überholen. Wie wär's damit? Du darfst gerne, Alonso. Du hättest dazu die Berechtigung. Aber fällt dann irgendwie ganz weit nach hinten. Der kann er auch nicht aufholen. Ah, doch, Alonso kommt ran. An Verstappen, der natürlich jetzt auch nicht vorbeikommt. Wir können ihn ausbremsen. Ist natürlich nicht die feine englische Art, aber anders kriegst du Verstappen, glaube ich, nicht gehandelt. Hier in dem Grand Prix. Sainz und Piastri wechseln die Plätze. Die haben auch viele Plätze gut gemacht. Jetzt kommt Verstappen. Ja, jetzt kommt Verstappen von rechts. Okay, alles klar. Und es gibt einen grünen Sektor. Achtung. Oh, ich bremse extra später. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Da ist es schon, das Safety Car. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen Nein, das Safety Car kommt tatsächlich raus. Oh, weia. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Die Rennleitung hat das Safety Car rausgeschickt, weil mehrere Autos auf der Strecke zum Stehen gekommen sind. Pass auf dein Delta auf. Gut, aber im Prinzip ist ja wieder nichts. Also vielleicht liegen da ein paar Teile, vielleicht hat einer einen Teil vom Frontflügel verloren. Gut, dann kann ich das verstehen, weil es fahren ja alle weiter. Da sage ich doch glatt, es gibt kein Safety Car. Da hat mich die Rennleitung hier ganz schön verarscht. Es gibt doch DRS. Ach, DRS, was sage ich denn da? Safety Car, hä? Okay, langsamer Ja, werden. ich werde langsamer, ja. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Ja, wie langsam soll ich denn noch fahren hier? Mein Gott. Das hat mich schon in... Wo war das? Wo hat mich das auch gestört? Ja, in Austin, genau, beim letzten Grand Prix. Da hat mich das auch so gestört, warum ich da... Hä? Ach, jetzt fahren die alle rein. Ah! Das wäre natürlich ein Five-Head-Move gewesen. Das wäre ein Five-Head-Move gewesen. Jetzt sind die schon mal alle in der Boxengasse. Nein. Das ist natürlich ein großer Fehler, ja. Das kann mir jetzt zum Verhängnis werden. Das kann mir tatsächlich jetzt zum Verhängnis werden. Weil wenn die anderen drin sind. Ich kann aber auch reifenschonender fahren. Scheiße, wie mache ich das denn? Warum bin ich nicht reingefahren? Wir nähern uns jetzt dem Safety Ah, Car. Mist. Überhol es nicht, du bist der Führende. Folge dem Safety Car. Ich könnte nur... Nee, genug Vorsprung werde ich auch nicht haben. Das ist natürlich bitter jetzt. Scheiße. Scheiße, scheiße. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut. Vielleicht habe ich aber auch so viel Vorsprung, dass ich dann noch... Nee, werde ich leider nicht haben. Die werden mich jetzt alle überholen. Weil ich muss ja auch noch in die Boxengasse. Das ist ja das Blöde. Oh weia, oh weia. Wenn das mal nicht ein großer Fehler war. Hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir Ja, alle jetzt waren auf irgendwie in der Mediums. Box. Also natürlich nicht alle, sondern die eine Hälfte war schon in der Boxengasse. Die zweite wird dann wahrscheinlich irgendwann später fahren. Und wir müssen ja einen Boxenstopp machen. Hülkenberg ist ausgeschieden. Okay, das ist der erste schon mal. Der erste, der ausgeschieden ist, Nico Hülkenberg. Da steht er nämlich, oh weia, das kann das Safety Car gleich draußen bleiben gefühlt. Was mache ich denn jetzt? Hole ich mir neue Reifen oder nicht? Die harten. Ich muss sie mir so oder so holen. Jetzt habe ich halt den Nachteil, dass die anderen schon einmal drinne waren und ich noch nicht. Und jetzt sind sie wieder alle hinter mir. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, ich bleib drinne. Ich versuche möglichst reifenschonend zu fahren, wobei ich muss rein. Das ist das Problem. Ich muss in die Boxengasse. Ich hätte jetzt eigentlich reinfahren müssen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mich nur gewundert, warum die alle in die Boxengasse reinfahren. Aber ja, jetzt weiß ich den Grund. Okay, wir werden sehen, wie sich das aufs Rennen auswirkt. Natürlich habe ich jetzt den Nachteil. Die anderen haben aber auch schon früh die Reifen gewechselt. Vielleicht müssen die auch noch mal rein. Vielleicht ist das dann mein Vorteil, weil ich glaube nicht, dass Alonso hier 12 Runden mit Mediums durchbrettert. Verstappen könnte das hinkriegen mit den harten, Piastri auch. Aber die Leute, die auf Mediums unterwegs sind, die werden das doch nicht 12 Runden lang jetzt noch durchstehen. So, das ist jetzt die zweite Überlegung, die ich habe. Und die Hoffnung. So, zumindest hat Alonso Verstappen überholt. Das wird ihm auch nicht schmecken. Sainz, Piastri. Die komplettieren dann die ersten 5. So, und dann wird der Safety Car jetzt reingehen.
Da gehe ich auch mal ganz stark von aus. Es ist jetzt keiner mehr auf der Strecke. Alle Kleinteile sind weggeräumt. Hülkenberg hat sich auch aus dem Staub gemacht. Der guckt sich das jetzt von der Tribüne aus an und dann sind wir gefragt. Dann müssen wir erstmal ein bisschen Vorsprung rausfahren, was nicht funktionieren wird und dann auf meine Boxenstopp-Strategie hoffen. Siehst du, wäre ich doch mal mit Softs gestartet, hätte ich jetzt auf Mediums wechseln können und dann wäre alles in Butter gewesen. So, also komm, Safety Car kann jetzt rein. Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Jetzt sind wir diejenigen, die Vorgabe haben. Ich muss halt den richtigen Moment erwischen, Gas zu geben, wo die anderen nicht mitkommen. Das wird aber ganz schwer. Also ich bin die ganze Zeit auf dem Gas, ne? Ich warte nur, bis ich von alleine wieder schneller werde. So, jetzt wäre ganz geil. Ja, also jetzt Rennen wieder freigegeben. Und gib Gummi. Auf geht's. Bereit machen, das Rennen fortzuführen. Wir sind wieder back on track. Wir müssen bald in die Boxengasse in 2 Runden. Grüne Flagge. Ja, grüne Flagge. Warum hat schon wieder gekracht? Nein, grüne Flagge ist da. Verstappen versucht an Alonso vorbeizukommen. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,0 Sekunden. Und Verstappen wird an Alonso vorbeigehen. Und ich werde meinen ersten Platz verlieren. Und ich werde auch sicherlich aus den ersten 10, aus den Top 10 rausfallen. Aber da hinten behaken sie sich. Aufgrund dessen, dass ich nicht jetzt schon in die Boxengasse gegangen bin. Das ärgert mich im Nachhinein. Na gut. Kann ich nicht ändern. Jetzt weiß ich aber, und ich hoffe, ich merke mir das, wenn immer das Safety Car draußen ist und wir in die Boxengasse reinfahren können, mache ich es auch. Um frische Reifen aufzuziehen. Ja, oder meine Strategie geht auf, dass die Medium-Leute nochmal rein müssen. Weil die diese große Distanz einfach nicht fahren können. Wir sind ja jetzt auch schon bei knapp 12%. Also ich muss auf jeden Fall einmal rein. Oder die große Aufholjagd starten. Geht natürlich auch. Habe ich auch schon öfter hinbekommen. Aber ob ich das hier jetzt schaffe... Schade. Es hat so gut angefangen. Ey. Pole Position, gutes Rennen, Safety Car. Dann trotzdem noch Erster gewesen vor Verstappen. Und dann so eine Scheiße, auf Deutsch gesagt. 1,16,656. Schnellste Rundenzeit. Bisschen Abstand habe ich. Aber der reicht natürlich locker nicht, um mich hier weiterhin auf Platz 1 zu halten. Den Vorsprung werde ich natürlich jetzt ganz klar und deutlich verlieren. Ich werde sogar, glaube ich, durchgereicht auf den letzten Platz, ne? Wir haben jetzt freie Bahn um uns herum. Das sollten wir für eine schnelle Runde nutzen. Los geht's. Würde ich jetzt mal so sagen, auf dem letzten Platz werden wir durchgereicht werden. Es läuft fast perfekt, wirklich. Es läuft eigentlich hier alles für uns. Nur bis auf die Tatsache, dass ich halt leider nicht reingegangen bin in die Boxengasse, als man es hätte tun müssen. Das wurmt mich. Das wurmt mich, weil ich befürchte, dass ich halt völlig nach hinten durchgereicht werde jetzt. Ja, oder vielleicht geht die andere Hälfte, vielleicht waren ja noch nicht alle drin, vielleicht geht die andere Hälfte auch dann rein, wenn ich reingehe. Gute Arbeit, du hast es geschafft. So, jetzt Boxenstopp in dieser Runde. Mit den harten Reifen, ich sehe noch, gehen die anderen auch nicht rein. Die Hoffnung besteht, dass die jetzt auch mit mir reingehen. Und dass ich zumindest vielleicht auf den 10. oder 11. Platz rauskomme. Im schlimmsten Fall bin ich der Letzte. Und dann muss ich zusehen, wie ich das in der zweiten Hälfte wieder aufgeholt bekomme. Aber gut, aus Fehlern lernt man. Vielleicht geht der Boxenstopp ja ultramäßig schnell, weil die Boxengasse ist auch nicht so lang, glaube ich, in Mexiko. Das heißt, wir könnten auch Glück haben. Also wenn ich jetzt als 10. oder als 11. rauskomme, muss ich das schon als zufriedenstellend darlegen. Außer in meinen Berechnungen war irgendwas falsch. Und die anderen gehen trotzdem noch mal rein, dann ist es aber irgendein Bug. Weil normalerweise müssen die anderen jetzt nicht mehr reingehen, wenn sie Reifen schon fahren. Diese Runde an die Box und denk an das Tempolimit. Bei einer Überschreitung erhalten wir eine Strafe. Denk dran, während du dich näherst. Ich denke die ganze Zeit an nichts anderes. Seit 20 Rennen denke ich immer nur daran, dass ich nicht zu hoch die Geschwindigkeit habe, wenn ich in die Boxengasse reinfahren will. So, jetzt, wo ist die Einfahrt hier? Und jetzt, gib ihm, komm rum da, zack.
So, und jetzt habe ich halt die Hoffnung und eventuell auch die Chance, einen guten Boxenstopp, einen schnellen Boxenstopp zu bekommen. Die anderen kommen auch nicht rein. Komm, schnell. Fertig, los jetzt. 2,4 ist gut. Die Stoppzeit sieht gut aus. Aber es kommt halt kein anderer rein. Oh, da fahren sie alle an mir vorbei. Ich werde so durchgereicht, das gibt's nicht. Ach du Scheiße. Letzter Platz, Baby. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Tja, das war... Ein Satz mit X war wohl nix. Scheiße, so ein Rennen hatte ich auch noch nicht. Wo das so gut angefangen hat und ich dann jetzt so durchgereicht werde, weil ich den einen entscheidenden Fehler gemacht habe, im Safety-Car-Fenster nicht in die Boxengasse zu gehen. Die anderen werden nicht mehr reingehen, kann ich mir nicht vorstellen. Da du im Windschatten des vorausfahrenden Autos bist. Versuch so schnell wie möglich vorbeizukommen. Ja, momentan habe ich noch kein Auto vor mir, aber ich muss natürlich jetzt pushen, bis zum geht nicht mehr. Ich habe noch 8 Runden Zeit, das ist auf jeden Fall zu schaffen und natürlich, also jetzt im Vergleich zu den anderen Teams bin ich viel schneller. Natürlich müsste ich die jetzt rein theoretisch auch aufholen. Oder da müsste ich ein bisschen Zeit gut machen, vielleicht mache ich es ja auch. Da vorne sehe ich schon Magnussen, Albon, Tsunoda. Ich kann nicht mal was mit der schnellsten Runde anfangen. Den Extrapunkt bekomme ich erst, wenn ich in den Top 10 bin. Aber vielleicht gehen ja die anderen auch noch rein, aber es sieht nicht danach aus. Ne, es wird keiner mehr reingehen. Das muss ich mir von der Backe kratzen. Das werde ich nicht mehr schaffen. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 11,2 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,6 Sekunden. Das Gute ist auch, und da versuche ich mich jetzt ein bisschen dran lang zu hangeln, dass sie alle sehr eng beieinander sind. Also, dass ich durchaus immer DRS bekomme. Dass ich also auf Geschwindigkeit bleibe. Ich muss erstmal ein Auto überholen. Und dann muss ich in so einen kleinen Flow reinkommen. Dann muss ich noch 3, 4, 5 weitere Autos überholen. Das ist jetzt halt die Devise. Das ist jetzt das Spannende, ob ich das bis zum Schluss auch schaffe oder nicht. Meine Reifen werden es mir danken. Also Reifen schon ist was anderes. Aber ich muss... Mir bleibt nichts anderes übrig. So, da haben wir schon den ersten Kandidaten, Magnussen. Da muss jetzt auf Start und Ziel. Da muss ich 2, 3 Autos direkt überholt bekommen. So, sieht sehr gut aus. Ein bisschen fernab der Ideallinie, aber egal. DRS kriege ich leider nicht. Aber ich bin gleich vorbei an Magnussen. So. Dann müssen wir zusehen. Nicht so lange aufhalten an anderen Autos. So, hier, ja, erste Abkürzung. Verwarnung habe ich mir schon fast gedacht. So, und jetzt. Gib ihm. Warum bekomme ich hier kein DRS? Weil das noch nicht jetzt freigeschaltet ist. So, hopp. Vorbei an Magnussen. Das muss ich jetzt auch so schaffen ohne ERS. Ich mache es jetzt aber nochmal an, dass ich hier die letzten Prozente rauskriege. Vorbei an Magnussen. Albon ist der nächste. Hier in der Nahrungskette. Und wie gesagt, dann ist natürlich... Oh, dann ist schon Abstand zwischen 2 Kick-Sauberfahrern. So, das muss ich jetzt hier leider auch machen. Oh, Sargent und Tsunoda. Auch wieder ein bisschen abgekürzt. Aber ich muss es so tun. Ich muss so fahren, wie ich jetzt gerade fahre. Jungs, lasst mich mal vorbei hier. Die halten mich jetzt natürlich auf, ey. Die blockieren die Straße. Das ist Wahnsinn. Ist ja fast wie diese Klimakleber. Darf ich mal vorbei? Jo, dankeschön. Einfach außen vorbei. Zack. Rennleitung hat kurz weggeschaut. Das war nämlich eigentlich voll die Abkürzung. Aber egal. Großartig. 2 Wagen auf einmal. Tolle Leistung. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Die Aufholjagd 2.0. Ey, was wäre das für eine Geschichte hier? Eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und dann am Ende doch noch mit dem 10. Platz belohnt. Verstappen vorne ist weg. Der wird das Rennen gewinnen. Aber dann dahinter Alonso. Sag ich ja, Alonso, der ist manchmal echt ein Dorn im Auge. So, ich krieg DRS. Guanju nicht. Da müssen wir uns jetzt dran langhangeln. Mit Windschatten, da kommen wir ran. Ich spare ERS, dass ich hier rangezogen werde. Oh ja, oh ja, oh ja, ich komme ran. Hinten habe ich den Abstand wieder. So, Guanju rollt schon mal den roten Teppich aus für mich. Lass mich schon mal hier vorbei. Bottas ist natürlich jetzt 3 Sekunden weg. Und dann kommt wieder eine etwas größere und längere Traube. Mit vielen Autos, die ganz eng beieinander sind. So, Guanju verbremst sich. Ja, dankeschön. Perfekt. Schön unter Druck gesetzt. Einfach mal kurz in den Rückspiegel geschaut und gesehen, da kommt einer. So, der nächste ist jetzt Bottas.
Der ist auch nicht mehr weit weg, 2,6 Sekunden. Der mit Daniel Ricciardo im Clinch. Das ist noch zu schaffen, also Top 10 ist drin. Zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. So wie es bislang läuft. Wir haben auch noch 5 Runden Zeit, 4 bis 5 Runden. Das könnte von der Zeit her sehr eng werden. Aber ich muss ja alles versuchen, ich muss alles raushauen. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig und ihr seht den Vergleich zu den anderen Autos und zu den anderen Teams. Das ist jetzt schon eine Machtdemonstration. 2,3 Sekunden weg. Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Anders geht's halt leider nicht. Wenn es am Ende doch nicht für Platz 10 reicht, dann muss ich das ganz klar abstempeln unter Anfängerfehler. Weil normalerweise muss man das einfach wissen, ey. Das muss einfach drin sein, dass wenn ein Safety Car draußen ist, dass man dann in die Boxengasse reinfährt, um sich einfach frische Reifen zu holen und das so früh wie möglich. Da ich ja aber Laie bin, habe ich es nicht gewusst. Oder was heißt nicht gewusst? Ich habe das schon mitbekommen. Ich habe halt in dem Moment leider nicht drauf geachtet, so will ich es mal sagen. So, jetzt hier die ganze Traube. Wenn ich die überholt bekomme, wäre ich restlos zufrieden. Dann hätte ich wirklich noch das Beste aus dem Rennen hier rausgeholt. Aber ich muss es auch erstmal hinkriegen. Ich muss es halt auch erstmal hinkriegen. So. Bottas lässt er mich hier schon vorbei. Ja. Komm, 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 komm. Das schaffe ich. Achtung, Ideallinie. So, und jetzt die nächsten Autos. Ricciardo, Ocon, Norris. Das müssen jetzt meine nächsten Opfer sein. Und das sind meine nächsten Opfer. Das werde ich hoffentlich hinkriegen. Hier ein bisschen abgekürzt. Mal eine andere Ideallinie genommen. Und jetzt, gib ihm. Komm, hopp, hopp, hopp. Wieder rangepusht. Ich mache erstmal ohne ERS, dass ich es ein bisschen gespart bekomme. DRS geht auch noch. Ich komme trotzdem ran. Vorne, das ist entschieden, die ersten beiden Plätze. Sehe ich, Alonso hat auch Vorsprung. Aber jetzt gegen Daniel Ricciardo. So, das Aufhalten, das stört mich. Stroll jetzt auf 10. Ricciardo, Ocon dann dahinter. Versuchen wir weiter nach vorne zu kommen. Wir geben dir ein neues Ziel. Los, los. Position 9, okay. Also da, wo Lando Norris ist. Ich bin schneller als sie. Ich komme halt nur nicht vorbei. Ich komme leider nicht vorbei. Ich habe hier keinen Platz. Ich könnte hier wieder außen vorbei. So wie als ich an Sargent und an Tsunoda, glaube ich, vorbeigefahren bin. So, Vorsicht, Ricciardo. Jetzt hier links vorbei. Das ist die Lücke, die ich nutzen muss. Komm, 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 komm. Vorne Ocon vielleicht noch mitgenommen. Also so viel Überholmanöver hatte ich auch selten. Ja, weil ich es auch nicht musste, ne, in den letzten Rennen. Da war ich ja schon vorne. Jetzt muss ich mich nach vorne arbeiten, nach vorne kämpfen, nach vorne fahren. Wie auch immer Ocon kriegt. Ja, DRS, schade. Schade, schade, schade. Aber, komm, 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 komm. Oh, das wird knapp. Das schaffe ich aber. Nee, schaffe ich nicht. Oder doch, ich bremse später. So, jetzt riskant. Die Ideallinie gekreuzt. Oh mein Gott, ey. Klasse Manöver. Bei dir sieht das so einfach aus. Ich habe quasi jetzt diese Position wie die FIFA-Spieler, wenn sie ein Ultimate Team noch einen Rückstand aufholen müssen. Hier muss ich ja im Prinzip auch einen Rückstand aufholen. Es ist ja ein Rückstand. Also von Platz 1 auf Platz 19 zu fallen, mit einem Boxenstopp und dann hier wieder in die Top 10 reinzufahren. Klar, mit dem Auto sagt ihr euch, ja, das muss ja klappen, aber es muss halt auch erstmal schaffen. So, jetzt halte ich mich wieder an Stroll hier auf, das darf ich nicht. Ich muss hier vorbei. Ich muss da vorbei. So, jetzt sind wir in den Top 10. Wir haben also schon mal einen Punkt bzw. 2 Punkte sicher. Wie weit geht es jetzt noch nach vorne? Hängt auch ein bisschen von den anderen Autos ab. Norris, Sergio Perez. Oh, wenn ich Platz 9 noch bekomme, wäre ich zufrieden. Abstand zum Teamkollegen 3,9 Sekunden. Aber wir haben nur noch 2 Runden. Schade, wenn das Rennen noch 5 Runden länger gegangen wäre. Oh, was versucht Norris da vorne? Oh, an allen vorbei. Was macht der denn? Zieh nach links rüber, rechts rüber. Vielleicht meine Chance, um hier einzugreifen. Ja, Sergio Perez und Norris behaken sich. Und wo ziehe ich vorbei? Okay, gut gemacht. Gute Arbeit. 9. Platz. Vielleicht noch zwischen Norris und Sergio Perez. Oh, scheiße. Oh, warte. Das war mein Problem. Ich hatte nämlich die Befürchtung, dass ich von links und von rechts gedreht werde.
Ich presche mich jetzt hier einfach mal durch. Ich mach das einfach mal. Gasly, Achtung. Nein. Ach, jetzt werde ich auch noch gedreht. Ja, geil. Lass dich wieder zurückfahren. Ja, Sainz, fahr doch vorbei. Sainz, fahr vorbei, genau, aber mehr nicht. Mehr lasse ich nicht vorbeifahren. Warum muss ich denn jetzt gerade den Platz wieder zurückgeben? Habe ich doch abgekürzt, ja? Naja, hole ich mir halt jetzt den 7. Platz wieder zurück. Mit Verzögerung. Aber da schon wieder hammerhart gedreht. Die KI hat wieder nicht drauf geachtet, wo sie lang fährt. Und dadurch ist jetzt auch leider Platz 6, der durchaus noch möglich gewesen wäre, weil Gasly auf der 6 ist. Aber gut, Platz 7 bei den Bedingungen, klar, hinterher ist es ärgerlich, weil ich hätte auch gewinnen können. Ich hätte auch Zweiter sein können. Guck mal, der Abstand zwischen Verstappen und Alonso. Okay, letzte Runde, bringen wir es zu Ende. Aber nach all den Bedingungen hier, letzter Platz nach dem Boxenstopp. Ah, es gibt nochmal einen Unfall. Ach, da hat sie es gestaut nach der Stadionausfahrt. Achtung, Sainz kommt nochmal angerauscht. Aber Platz 7 verteidige ich jetzt, auch wenn ich nochmal gedreht werde, das kriege ich hin. Der hat es nochmal gekracht, da haben sich einige Autos ganz schön lieb gehabt, um sich wahrscheinlich noch die Meinung zu sagen. Was ist da vorne mit Gasly und Piastri? Das könnte auch spontan nochmal spannend werden. Vielleicht kann ich da auch nochmal mit eingreifen. Gasly ist jetzt 5. Das ist auch überraschend, ne? Gasly ist auch sonst nie weit mit vorne. Vielleicht kriege ich ja auch nochmal 1, 2 Autos überholt. Piastri, Gasly. Aber wo ist die Frage? Hier eigentlich. Hier muss ich es jetzt irgendwie überholt bekommen. Ah, jetzt bin ich aber zu weit rausgekommen. Nee, das kann ich vergessen. Nee, da kassiere ich noch eine Verwarnung. Vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrummt bekommen. Das habe ich leider verkackt. Schade. Auch hier die Stadionanfahrt, die werde ich jetzt nicht mehr hinkriegen. Oder Piastri? Lässt er mich hier nochmal vorbei? Nee, also wir sehen das Konfetti. Warte mal, hier, wenn ich hier einbiege. Ja, vor Piastri kriege ich hin. Ha! So, dann haben wir uns doch noch Platz 6 geholt. Platz 5 kriege ich leider nicht mehr hin. Verstappen gewinnt vor Alonso. Und wir holen uns nach all den Turbulenten, die es hier gab, doch noch Platz 6. Ein bisschen enttäuschend trotzdem. Aber wir haben noch das Beste rausgeholt. Es war ohne Frage ein unglaubliches Jahr für die Formel 1. Die Fahrer haben alle ihr Bestes gegeben und dieses Jahr zu einem der fesselndsten der Renngeschichte gemacht. Leider kann es nur einen Champion geben. Und hier kommt er schon, unser neuer Weltmeister der Formel 1. Die karierte Flagge ist draußen. Wir hören heute wieder die Nationalhymne der Niederlande. Denn das ist der Sieg für Max Verstappen. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge, Sascha. Das kann kein Zufall mehr sein. Hier hat jemand die richtige Einstellung. Was können wir in Zukunft noch erwarten? Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Gut, also ich sage mal, Gasly die Überraschung, ganz klar von Platz 10 auf Platz 5. Das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte für den, dass der da unter den ersten 5 landet. Natürlich auch, naja, aus den Gegebenheiten heraus, der hat wahrscheinlich einen guten Boxenstopp gehabt, also ist wahrscheinlich rechtzeitig rein in die Boxengasse. Platz 6 ist auch okay. Wie gesagt, nachdem wir auf Platz 19 rausgekommen sind, noch so weit nach vorne zu fahren, aber ich hätte auch locker gewinnen können. Und wenn nicht, dann wäre ich auch Zweiter geworden. Also safe, dieses Rennen. Das war halt leider ein bisschen in den Sand geschmissen, aber gut. Ich habe wieder was gelernt. Ich muss darauf achten, wenn der Safety Car draußen ist, dass ich dann doch den Boxenstopp mitnehme. Dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen. Wir sind auf jeden Fall Zweiter in der Fahrerwertung, weil Russell anscheinend auch wieder ein besseres Rennen gefahren hat. Der ist nämlich Dritter geworden und dadurch sind wir jetzt Zweiter. Also, wir sind zweitbestes Team. Red Bull holt sie nicht mehr ein. Verstappen ist Weltmeister, Fahrerweltmeister, 140 Punkte Vorsprung reichen offensichtlich. Norris weiß ich nicht, ob wir den noch holen können. Das sind nur 37 Punkte. Schwer. Wenn ich jetzt immer vor Norris, weit vor Norris
abschließe. Und der war in diesem Rennen auch nur 9. Also der hat auch nicht so ein gutes Rennen gefahren. Vielleicht ist da noch was möglich in Sachen Platz 2 in der Fahrerwertung. Naja, schauen wir mal. Es war auf jeden Fall wieder viel Spannung drin, viel Aufregung. Und wie gesagt, leider ein verpasster Boxenstopp, der mir dann den Rennsieg gekostet hat. Und ebenfalls gute Nachrichten gibt es ja immer hier, wenn die Wertungen nach oben gehen. Das gefällt mir auch. Wir sind jetzt mal da 76,5. Da kommen wir auch immer näher ran. 45, 55 das Verhältnis. Das bleibt bei der Anerkennung. Hier bin ich fast auf Level 3 beim Fertigungsexperten. Triebwerk fehle ich leider ein bisschen. Materialherstellung und Qualitätssicherung ist jetzt auch kurz vor Level 2. Also geht es da auch stetig voran. So, dann haben wir, glaube ich, noch 4 Rennen. Wir haben jetzt Sao Paulo, wir haben nochmal USA, Vegas, wir haben Katar und wir haben Vereinigte Arabische Emirate. Gerüchte über den Fahrermarkt. Was haben wir denn hier? Das könnte mit den Verträgen zu tun haben, aber wir haben gehört, dass Ferrari in dieser Saison mit seinen Zielen zu kämpfen hat. Wir halten die Ohren offen und informieren dich, sobald wir mehr wissen. Ja, heißt, da wird irgendwann dann ein Angebot reinfließen oder reinkommen wahrscheinlich von Ferrari für uns. So, Sao Paulo, auch eine schöne Strecke. Senna ist in Kurve 1 und 2. Habe ich jetzt mittlerweile drauf. Und genau, habe ich nämlich vorher immer woanders gesehen. In Silverstone, glaube ich, war das. So, was haben wir hier? Wir machen hier Reifentemperatur. Dann haben wir beim Triebwerksberater ja, Fahrer an einem Rennwochenende in 4 lila Sektoren. Also jeweils immer die schnellste Runde oder schnellster Abschnitt. Wir machen mal hier das Qualifying besser als das Teammitglied abschließen. Dann können wir das mit den Strafen ruhig machen. Und hier haben wir noch die Perfektionierung von einem Rennstrategie-Trainingsprogramm oder von dem Rennstrategie-Trainingsprogramm. So, wir gehen rein, mal gucken, ob es ein Sprintrennen wird. Das könnte ich mir nämlich auch als Sprintrennen gut vorstellen. War es auch, glaube ich, immer so. Vielleicht ist es jetzt Vegas. Oh, Kopfschmerzen, ey, wenn ich jetzt schon dran denke. Katar auch. Also so die Strecken im asiatischen Raum. Das sind nicht so meine. Saudi-Arabien, Singapur. Wo der jetzt auch Sektor 3 bisschen verändert wurde. Und ist tatsächlich ein Sprintrennen, was ich mir gedacht habe. Also wir haben Regen im Sprint-Qualifying. Wir haben Regen im normalen Qualifying. Und wir haben aber im Rennen Sonne immer. Das finde ich okay. So hätte ich mir das in Austin auch gewünscht, wenn die Wetterverhältnisse immer getauscht worden wären. Entwicklungsupgrade, Update können wir mal gucken. Sehen wir jetzt auf einer 76, das sieht sehr, sehr gut aus. Red Bull vorne fährt in der eigenen Liga. Ja, hier kann ich immer wieder nur die Teile saven für die nächste Saison. Warum sie das immer machen, weiß ich nicht. Ist das auch so in Realität, dass jede Saison diese Reglementänderungen kommen? Oder ist das jetzt hier nur im Spiel, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten, dass die anderen Teams auch mal die Chance haben, nach oben zu kommen? Weiß ich nicht. Also es war, wie gesagt, trotzdem ein super Rennen. Wir haben das Beste noch rausgeholt und es ist total ärgerlich, dass ich nicht in die Boxengasse gefahren bin, als das Safety Car draußen war. Dann hätten wir das Rennen gewonnen oder Zweiter. Weil irgendwann hätten wir Verstappen ziehen lassen müssen, aber wir hätten safe den 2. Platz geholt. Naja, ist wie es ist. Machen wir es in Brasilien besser. Vielleicht kommt da wieder das Safety Car und ich habe die Chance, meinen Fehler wieder gut zu machen. Also macht's gut, bis zum nächsten Rennen. Ciao, ciao.